Paris, die Stadt der Liebe, der Mode und Kunst. Ich habe sie das erste Mal besucht und möchte in diesem Video meine Must-Dos mit euch teilen. Vorab sei gesagt, dass es in Paris eine Menge zu sehen gibt und die Liste längst nicht vollständig ist. Ich hoffe, ich kann die Stadt bald wieder besuchen, um noch mehr von ihr zu sehen. In diesem Video konzentriere ich mich vor allem auf die Dinge, die man meiner Meinung nach bei seiner ersten Paris-Reise unbedingt sehen sollte. Und ein paar Geheimtipps gibt's obendrauf. Ich will nicht lange um den heißen Brei reden. Fangen wir direkt mit Must-Do Nummer 1 an. Der Eiffelturm, das Wahrzeichen von Paris. Diesen eisernen Koloss lohnt es sich aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Sei es vom Trocadero-Platz mit Blick auf den gleichnamigen Garten oder vom gegenüberliegenden Park Champ du Mars. Eine interessante Sicht auf den Eiffelturm bekommt man auch in verschiedenen Straßen und Gassen, wie in der Avenue de Camoens, die sehr ähnlich, aber weniger bekannt als die berühmte Rue de l'Université ist. Besonders toll finde ich es, den Eiffelturm bzw. die Stadt im Allgemeinen zu verschiedenen Tageszeiten zu sehen. Vor allem natürlich zum Sonnenaufgang und abends, wenn der Eiffelturm beleuchtet ist. Solltet ihr mit der Metro unterwegs sein, empfehle ich es, die Metrolinie 6 zwischen der Station Passy und Bir-Hakeim bzw. in die andere Richtung zu fahren. So habt ihr eine weitere wunderschöne Perspektive auf den Eiffelturm. Paris ist aber nicht nur bekannt für den Eiffelturm. Hier kommt Must-Do Nummer 2. Das Louvre-Museum. Der Palast diente den französischen Königen früher als Residenz. Heute befindet sich in diesem riesigen Komplex das größte Museum der Welt. Für junge Menschen lohnt sich der Besuch allemal, denn wenn ihr unter 25 seid, ist der Eintritt kostenlos. Für den Museumsbesuch würde ich mindestens einige Stunden einplanen, denn der Komplex ist riesig und hier gibt es so viel zu sehen. Es ist eher unrealistisch, dass man alles zu sehen bekommt. Wenn man schon einmal am Louvre ist, kann ich einen Spaziergang durch den angrenzenden Jardin des Tuileries wärmstens empfehlen. Die barocke Parkanlage lädt zum Entspannen und Herunterkommen ein. Am Ende des Parkes befindet sich auch der Place de la Concorde. Mein nächstes Must-Do ist zwar auch ein sehr touristischer Ort, dennoch meiner Meinung nach sehenswert. Die Basilika Sacré-Cœur. Diese wurde 1914 fertig gebaut und befindet sich im Bezirk Montmartre auf dem gleichnamigen Hügel. Für den Aufstieg bedarf es einen kleinen Fußmarsch, aber der ist machbar. Alternativ kann man auch mit der Funiculaire de Montmartre, eine Art Standseilbahn, hinauffahren. Der Eintritt ist für alle kostenlos, allerdings muss man mit viel Andrang rechnen. Schön anzusehen ist die Basilika aber auf jeden Fall. Und draußen bekommt man einen wunderschönen Ausblick auf die ganze Stadt. Ein weiteres Must-Do ist ein Spaziergang entlang der Seine. Wer Lust und Zeit hat, kann natürlich auch eine Bootsfahrt auf der Seine machen. Die nächste Sehenswürdigkeit darf bei eurer ersten Paris-Reise natürlich auch nicht fehlen. Der Arc de Triomphe. Durch eine Unterführung gelangt man auf den Platz, wo dieser steht. Wer den Arc de Triomphe hautnah erleben möchte, muss sich ein Ticket kaufen, um das Innere des Bogens zu erkunden oder auf die Aussichtsplattform zu steigen. Leider haben wir das nicht geschafft, aber ich würde es allen empfehlen, die unter 26 sind, denn auch hier ist der Eintritt kostenlos. Wer nach einer weiteren Möglichkeit sucht, Paris von oben anzusehen, dem kann ich die Terrasse von der Galerie Lafayette empfehlen. Diese ist für alle kostenlos, bei schlechtem Wetter bleibt sie aber geschlossen. Wenn man schon einmal da ist, kann man sich auch die schöne Kuppel im Kaufhaus ansehen und natürlich auch in den unzähligen Geschäften einkaufen gehen. Paris solltet ihr aber nicht nur mit den Augen entdecken, sondern auch kulinarisch. Wir waren zum Beispiel einmal französisch essen. Dieses Restaurant kann ich sehr empfehlen. Französisches Gebäck wollten wir natürlich auch ausprobieren. Bei uns ist es das klassische Pain au Chocolat geworden. Ein Highlight für mich war auch ein Picknick am Eiffelturm. Einfach mit etwas Baguette, Käse, Oliven und anderen Leckereien den Abend ausklingen lassen. Und das waren sie schon, meine Must-Dos für eure erste Paris-Reise. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Like oder ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen.
Bis zum nächsten Video. Au revoir.